genau, du Demo, Kaki Atme, sei das Mono, Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush. Heute mit einem Thema, das mich ursprünglich dazu inspiriert hat, diesen Kanal zu gründen. Und zwar war ich auf der Suche nach irgendwelchen Informationen, die mir zeigen könnten, welche Medaillensets die stärksten sind, beziehungsweise wie ich sie am besten anwenden und einsetzen kann, um das Maximale aus den Medailleneffekten und den Decks rauszuholen. Jede gecraftete Medaille hat einen eigenen Effekt. Und wenn man sie richtig kombiniert und die Decks im Pair- und Trio-Effekt richtig ausnutzt, kann man da nochmal um einiges mehr rausholen. Im Grunde wissen wir, dass eine der wichtigsten Dinge ist, Schaden an den Gegner zu bringen. Somit ist das Wichtigste, das wir uns aus den Medaillen rausholen können, die Skill-Cooldown-Zeiten so gut wie möglich zu verkürzen und die Skills der Charaktere so oft wie möglich zu aktivieren. Damit möchte ich euch sagen, dass es hauptsächlich auf den Trio-Tag ankommt. Also wenn ihr Medaillensets zusammenstellt, ist es zwar wichtig, was der Eigeneffekt der Medaille ist, doch die Haupteffekte holt ihr mit einem Trio-Tagging raus, denn die sind viel höher als die Medailleneffekte selbst. Ich werde euch jetzt die 5 besten Medal-Sets zeigen, die ich rausholen konnte und die auch Anfänger mit nicht allzu großer Mühe selbst zusammenstellen können und ihnen in weiterer Folge auch dementsprechend einen Push bei ihren Charakteren ermöglichen wird. Kommen wir zum ersten Medal-Set, das ich speziell für die Runner-Klasse erstellt habe. Damit könnt ihr eurem Runner noch einmal 28% mehr Geschwindigkeit bei der Flaggeneinnahme generieren. Weiters reduziert sich die Cooldown-Geschwindigkeit von Skill 1 um 14% und wie wir sehen, haben wir hier zweimal miteinander 5 Tags ausgenutzt, was uns bei 2 Medaillen einen Trio-Effekt ermöglicht. Hier haben wir das Zusammenspiel, das durch den Trio-Effekt die Capture-Geschwindigkeit um 20% erhöht wird und durch die Medailleneffekte von dieser Scalpel Medal wir nochmal bei mehr als 70% Health Points einen Bonus von 8% auf die Capture-Geschwindigkeit erhalten. Auf der anderen haben wir noch eine Schadenserhöhung und wenn wir einen Gegner K.O. bringen, eine Health Points Recovery von 5%. Als zweites und absolut bestes Set rate ich euch zu dieser Kombi. Hier habe ich es geschafft, dass ich einmal 5 aktivierte Decks habe und zweimal 6 aktivierte Decks. Das ist das absolute Maximum, das ich bis jetzt aus einem Medaillenset rausholen konnte. Beginnend mit dem Pair-Effekt, der uns Skill 1 14% Cooldown-Phase regeneriert, gefolgt von 2x10% Schadensbonus bei Alliierten an der Flagge und im Gegnerbereich, dann eine Capture-Geschwindigkeitsbonus von 20%, direkt gefolgt von 10% Cooldown auf Dodge und 20% Reduktion der Cooldown-Zeit auf Skill 2. Zusätzlich haben wir noch einen richtig starken Eigeneffekt der Medaille, denn mit der Ruffy Medal haben wir nach dem Respawn bei dem Crit Damage 90% Erhöhung des Schadens für 20 Sekunden, was richtig stark ist, vor allem wenn man bedenkt, dass man den Team Boost vielleicht auch noch aktiviert hat und das dann mal 2 abgeht. Als nächstes kommen wir dann zu Red Rock Medal. Ich persönlich bin ein Riesenfan dieser Medaille, denn sie gibt uns einen 5% Schadensbonus auf Elemente, gegen die wir im Vorteil sind. Ich predige nur nicht in fast jeder Folge, dass man sich den elementaren Vorteil zunutze machen sollte, sondern nutze ihn selbst auch zu 100% aus und versuche, meine kritischen Attacken immer gegen Elemente zu richten, gegenüber denen ich im Vorteil bin. Und als dritter Deck Booster kommt dann noch die Raid Ruffy Medaille. Der Medailleneffekt selbst reduziert 5% Schaden, den wir erhalten, in einer Flaggen-Area, die wir eingenommen haben, was an sich schon mal nicht so schlecht ist. Doch für unser Hauptziel, die Trade Boosts, ist das nur nebensächlich, denn dank
der Ruffy Raid Medal, wo wir wieder 6 Stacks ausgenutzt haben, fallen wir in 5 Trio-Effekte, was uns hilft, Skill 1 und Skill 2 Cooldown-Phase um 20% zu reduzieren, was fast wichtiger ist als alles andere, was die Medaillen können. Dann kommen wir zum nächsten Medaillenset, das sich auf die Charlotte Family bezieht. Hier haben wir es geschafft, 4 Decks auszunutzen, wobei wir 3-mal den Trio-Effekt aktiviert haben, und zwar wieder in dem Bereich, der für uns am wichtigsten ist, Cooldown-Reduktionszeit um 20% für Skill 1 und Skill 2 plus Reduktion von Cooldown-Zeit von Dodge um 10%. Und wir haben auch noch den Per-Effekts-Bonus von 7% mehr Schaden, wenn Alliierte sich mit uns gemeinsam in einem Treasure Area befinden. Die Medailleneffekte selber: bei Big Mom ist es ein Recovery von 5% HP-Punkte bei KO, dann Katakuri besonders wichtig, wenn wir Skill 2 einsetzen, wird bei Skill 1 die Cooldown-Zeit um 5% zusätzlich reduziert, sprich wir sind bei 25%. Und durch den Gourmet Knight werden unsere Cooldown-Zeiten von Skill 2 ein weiteres Mal um 10% gesamt reduziert, wenn Alliierte sich mit uns gemeinsam in diesem Bereich befinden. Und weiter geht's zum 4. Medal Set. Hier haben wir es wieder geschafft, 6 Decks zu aktivieren, wovon 4 davon Trio und 2 davon Per-Effekt, was an sich trotzdem sehr gut ist, da es uns eine weitere Bandbreite an aktivierten Effekten gibt. Ich habe wirklich sehr viele Medal-Kombis durchprobiert und es ist wirklich nicht einfach, welche zu finden, die euch ermöglicht, 6 Stacks gleichzeitig zu aktivieren und davon auch noch mehrere als Trio-Effekt. Aber in diesem Beispiel, das ich euch hier gebe, habt ihr schon 2 absolute Topscorer dabei. Das Wichtigste an diesen Kombis ist und bleibt einfach zu verstehen, dass die Medaillenfähigkeiten an sich zwar nett sind, doch die Trio-Paarungen das sind, was viel mehr ausmacht. Denn diese 20% Cooldown-Zeit für Skills ist einfach unbezahlbar im Kampf. Die Conqueror of the Free Worlds Ragnarok Medal hat noch einen besonderen Bonus, da sie uns wieder bei Einnahme einer Flagge die Cooldown-Zeit von Skill 1 um 8% reduziert. Die Beast Breath Medal bringt uns einfach einen 5% zusätzlichen Schadensbonus im Bereich einer eroberten Flagge. Und zum Schluss die All-In Medal, die uns einfach 5% weniger Schaden erhalten lässt, wenn wir von Gegnern angegriffen werden, die unter Flammen stehen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Medal Set. 4 aktivierte Decks und 4-mal der Trio-Effekt aktiviert. Rein von den Deck-Effekten her würde ich das als meine Lieblings-Trio-Kombi bezeichnen, denn sie aktiviert genau die 4 für mich am wichtigsten Fähigkeiten. Wir haben die Dodge Cooldown Reduktion um 10%, die Boost Capture Speed um 20% und Reduktion der Cooldown-Zeit von Skill 1 und Skill 2 um 20%. Und das sind bei weitesten die wichtigsten Effekte, die wir haben sollten. Zusätzlich mit ihren klassischen Medailleneffekten, wie bei der King Medal, die uns 8% Capture Speed zusätzlich generiert, wenn Gegner in der Nähe sind. Dann die Queen Medal, die uns nochmal 13% Bonus auf die Cooldown-Zeit von Skill 2 gibt. Und dann nochmal Jack zusätzlich 13% draufballert und wir somit fast 50% weniger Cooldown-Zeit für Skill 2 benötigen und ihn doppelt so oft anwenden können als normal. Ja Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit meinen 5 besten Medal-Kombis helfen und sie werden euch hoffentlich in euren zukünftigen Schlachten dementsprechende Unterstützung bieten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush.